Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Dr. Keller. Delay heißt Verzögerung, aber was wird da verzögert? Wie und warum? Das erfahrt ihr in diesem Video. Ein Delay verzögert ein Signal, und zwar das ich dort hineinschicke. Aber warum sollte ich das wollen? Das kann zwei mögliche Ursachen haben. Die erste, mir gefällt es ist ästhetischer Natur. Um die wird es heute hauptsächlich gehen. Die zweite ist technischer Natur. Ein Beispiel, wenn ich ein Orchester aufnehme, stehen ganz häufig unmittelbar hinter dem Dirigenten Mikrofone. Die stehen also von den Instrumenten recht weit weg. Und dann stehen Stützmikrofone sehr dicht an den Instrumenten dran. Wenn ich die jetzt einfach zusammenmische, ergäbe das unter Umständen einen Kammfiltereffekt. Wer nicht weiß, was das ist, der schaut mal hier. Deswegen verzögere ich die einen Mikrofone so weit, dass sie mit dem Hauptmikrofon zusammenfallen. Wenn wir von ästhetischer Natur sprechen, von Musikproduktion, von Mixing sprechen, dann wird das Delay eingesetzt, um eine Art Räumlichkeit zu erzeugen. Letzten Endes erzeugt es in dem Falle wie eine Art Echo, weil es dann zum originalen Signal dazugemischt wird. Ist also ein klassischer Send-Effekt. Aber wieso erzeugt es überhaupt so eine Art räumlichen Effekt? Nun ja, stellt euch vor, ihr steht auf einem Berg und ruft. Dann bekommt ihr nach einer gewissen Zeit ein Echo zurück. Weil harte Oberflächen reflektieren Schall. So eine Bergwand, so ein Bergmassiv ist relativ hart, also wird es zurückgeworfen. Ähnlich funktioniert es auch grundsätzlich bei aller Art von festen Oberflächen. Also auch in einem Raum habt ihr letzten Endes ein Echo. Allerdings habt ihr gerade in einem Raum auch deutlich komplexere Strukturen. Um die soll es heute nicht gehen. Deswegen ist ein Delay nur ein sehr magerer Ersatz, um jetzt wirklich einen richtigen Raum zu kreieren. Aber in der Anfangszeit der Audioproduktion war es gar nicht so einfach, sowas herzustellen. Selbst eine einfache Verzögerung nicht. Bei einem Tape-Delay wird ein Tonband verwendet, um das Eingangssignal quasi kurzzeitig zu speichern und dann wiederzugeben. Wie das genau funktioniert, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Sollte euch das interessieren, lasst mich das gerne unten in den Kommentaren wissen. Da kann ich auch noch ein entsprechendes Video dazu machen. Neben dem Tape-Delay gibt es noch eine andere Variante eines analogen Delay, das sogenannte Bucket Brigade Device oder deutsch Eimerkettengerät. Dessen Funktionsweise ist ein bisschen komplexer, aber auch dort wird letzten Endes sehr kurzzeitig ein Signal eingespeichert. Also bei BBDs ist es so, dass die nur sehr kurze Verzögerungszeiten können. Tape-Delay können tatsächlich auch deutlich längere, wirklich hörbare Echos erzeugen. Es gibt darüber hinaus natürlich auch digitale Geräte mittlerweile, die diese Speicherung einfach digital machen. Es gibt Emulationen von BBDs, von Tape-Delays. Heute gibt es quasi nichts, was es nicht gibt. Alle genannten Geräte haben aber zwei Regler mindestens gemeinsam. Der eine stellt die Geschwindigkeit ein oder den Zeitabstand zwischen Originalsignal und Echo. Und das zweite ist das sogenannte Feedback. Technisch wird dort quasi das Echo-Signal wieder zurück an den Eingang geführt. Im Praktischen kann ich damit steuern, wie häufig das Echo wiederholt werden soll. Genug geredet, ich würde sagen, wir hören uns jetzt die ganze Sache einfach mal an. Dafür habe ich wie eine Art Clap gepatcht. So, wir hören, dem Originalsignal ist jetzt zeitverzögert ein weiteres hinzugemischt worden. Ich kann den zeitlichen Abstand zwischen beiden regeln. Und wir hören aktuell, gibt es auch nur eine Wiederholung. Wenn ich jetzt Feedback aufdrehe,
Wie wir gemerkt haben, mit Feedback muss man ein bisschen vorsichtig sein, ansonsten klingt es sehr schnell, ja, was heißt sehr unschön, aber sehr, sehr unnatürlich, zumindest wenn ich das aus einer Perspektive der Räumlichkeit betrachte. Der zweite Grund, warum ich ein Delay benutzen will, musikästhetisch, ist, weil es zusätzlichen Rhythmus schafft. Man kann, wenn man ein Plugin hat beispielsweise, jedes Delay immer zu seiner Session, zu seinem Tempo synchronisieren. Wenn ich jetzt aber beispielsweise einen Hardware-Effekt habe, wie zum Beispiel eine Gitarrentretmine, haben die häufig diese Tap-Funktion. Das heißt, ich trete einfach im Rhythmus auf diesen Tap-Schalter und der ermittelt daraus das entsprechende Tempo. Und dann kann ich halt einstellen, soll das Gerät in Sechzehnteln laufen, soll es in Achteln laufen, soll es punktiert laufen oder nicht. Es gibt dann noch andere Bezeichnungen, wo es eher um die Delay-Art geht. Stereo-Delay beispielsweise heißt, ich habe einfach ein Stereo-Gerät. Da kann ich dann für links und für rechts auch unterschiedliche Delay-Zeiten einstellen, was die Räumlichkeit schon durchaus nochmal erhöht. Auch bekannt ist beispielsweise das Ping-Pong-Delay. Das ist auch ein Stereo-Gerät, brauche ich nämlich auch linken und rechten Kanal. Und dann wandert das Echo im Prinzip hin und her. Einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts, einmal links, einmal rechts. Daher das mit dem Ping-Pong. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen, euch hat's gefallen, ihr konntet was lernen. Lasst mich das doch gerne unten in den Kommentaren wissen. Ansonsten gilt wie immer, ich freue mich, wenn das Video geliked wird, geteilt wird und wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr das tut, nicht vergessen, die Glocke zu läuten, damit ihr das nächste Video nächste Woche nicht verpasst. Bleibt mir nur, wie immer zu wünschen, gehabt euch wohl.